Hey, welcome. Nice you are here with us in Hamburg. TIDA Studios, Africa Outlook. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind. Heute habe ich 4 Gäste. Individuell sind die da und auch irgendwie sind sie auch verbunden. We have 4 guests for you today, and they're individually here, but they're also seriously and wonderfully connected. Our theme today is discovering young talent. Junge Talente entdecken und natürlich auch fördern. Not just discovering this talent, but also supporting them, developing them, and just going a few steps with them in the world. So to my far right here, we have a young singer, songwriter, Tim. Yeah, How you doing today, cutie? I'm good, honey. Yeah, I'm good. I've been messing with him. Yeah. That's all right. We're going to show some of your music a little bit later. Yeah. And to my far left, we have Nazlishan. I've said it very beautifully, with Turkish Herkunft. And you're kind of like a co-promoter with these artists, and we're going to be talking with you. To my immediate right, we have Ken Etze. Did I say it right? Yes, sure. Thank you. That's beautiful. Lovely. Nice to have you here. Thank Since you so you're here, much. I can shake your hand. Thank you. I'm really glad to meet you, and we're going to talk a little bit more about how you support, develop, and discover talent here, not only in Germany. And last but very much not least, JC, also singer, songwriter, co-producer. Yeah. Very nice to have you all here It's my today. pleasure. Thank you. Wow, we're discovering new talent. We're developing talent. We are just really glad to have a mixture of ages. We're representing, you're almost 20. Yeah. We're going to start with you, the youngest of the group, Tim. You're from Kenya. Yeah. You were born in Kenya. Yeah. And what is your most memorable, enjoyable remembrance from Kenya? Kannst du bitte auf Deutsch antworten? Halt die Zeiten, die ich noch halt meine ganze Familie da zusammen hatten, weil wir jetzt so gesagt verschiedene, also viele von meinen Cousins und Cousinen, meine Tante und Onkel sind verschiedene Wege gegangen. Ja, man vermisst halt die alten Zeiten, wie man zusammen alles gemacht hat, Scherze, Scheiße gebaut und das und das. Okay. Ja. So, deine schöne Erinnerungen is just missing your family, your cousins, of course, and all of your uncles and your aunts. What did you do in Kenya? What kind of activity did you do specifically in Kenya that you can't do here in Germany? I mean, maybe the food, or was it a sport, or was it the type of church? You know, something that maybe you did in Kenya that you don't really experience here in Germany. Nein, alles, was ich dort gemacht habe, habe ich auch die Möglichkeit, das zu machen. Das freut mich zu hören. So everything that you've done in Kenya, you can also do here. Ja. That's cool. No, that's really great, because a lot of people sometimes ask me, I'm from the United States, and they say, well, what is better, America or Europe? And I say, I take myself everywhere I go. Ich nehme mich mit überall, wo ich hingehe. Yeah. So you're a young man, and you seem to have the key and the wisdom to happiness. Ja. You take yourself with you wherever you go, so that's wonderful. I'm really glad to hear that in such a young Thanks. person. Now, you two are working together, JC and Tim, Yeah, but I think exactly. you're Tim and JC. Exactly. But I'm going to stay with Tim just a little bit longer. How did you get in the music business? Das war damals, ich habe damals früher in Köln gewohnt und dann kam ich ab und zu mal nach Hannover, meine Cousins, um Cousine zu besuchen, mein Onkel. Und damals, mein Cousin war befreundet mit der Bruder von JC, der jüngste Bruder. Und der hat mir halt erzählt über JC. Ich kannte ihn nicht, wusste nichts von ihm. Dann haben die mir halt erzählt, dass der bekannt ist, Musik, der macht Musik, das und das. Und mein Traum war schon immer, Musiker zu werden. Dann habe ich gesagt, okay, weil ich habe zu viel versucht damals in Köln, alles und dran, aber naja, natürlich, da findest du niemanden, der dir helfen kann, außer du musst halt vorher Connection haben, um da reinzukommen. Und dann dachte ich mir, warum soll ich einfach nicht bei ihm mich melden, versuchen, dass was klappen wird. Habe ich mich halt bei ihm gemeldet. Er hat gesagt, ich soll halt, normalerweise ich muss kurz warten, weil der hatte zu viel zu tun und alles und dran. Und dann nach einer Weile haben die mir Lieder geschickt, ich soll Lieder covern von ihm.
Und wenn ich das alles gecovert habe, dann die wollten halt testen, ob ich das kann oder doch nicht kann. Dann habe ich halt gecovert, meine Stimme hat ihm halt gefallen, gesagt, ich bin gut, dann habe ich aufgenommen zu ihm. So, through your cousins, you heard about JC, Yeah. and they sent you a demo that you had to cover from a song that he had sung, and just to see if you could handle it or not. Yeah. And you seem to have handled it. You want to give me a little something, something with your voice, baby? Come on. He's going to sing a little something. Put that camera on him. Hit me. You are my fire, the one desire, believe when I say that I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say that I want it that way. Whoa. Danke. Vielen Dank. Ja, not everyone can sing aus dem Nicht. Nicht alle können so aus dem Nicht singen. You know, I'm going to come to you right now, Ken. Such talents is something that you do. What happened the first time that you heard his voice? Actually, Sprichst du bitte auch auf Deutsch? Ja, I just want, natürlich. Also wir sind eine Bar, ja. Ja, wie gesagt, ich war baff. Ich war bei JC im Studio und dann hat er sein Lied gespielt, was er hat aufgenommen. Dann habe ich gesagt, wow, den Jungen muss ich kennenlernen. Und dann, ja, natürlich so kamen wir in Kontakt. Dann hat er weitere Lieder von ihm aufgenommen. Dann habe ich gesagt, wow, der Junge muss weiterkommen. Den muss man hören auf jeden Fall. Dann Yeah, seitdem, you heard his voice at his studio. Yeah. And how long ago was that? Wie lange her war das? Circa. Wir waren vor 2-3 Monaten oder so. Just recently, also Ja, ganz neu. Genau. Und dann habe ich gesagt, obwohl wir beide sind schon längst We'll im get to Musikbereich. that. We're talking about this little young genau, talent aber right now. mit ihm war vor kurzem, habe ich gesagt, ja, die nehme ich dann in meine Kader, kann man so sagen, ja, und um natürlich weiter zu pushen hier in Deutschland, so kam das, ja. Ken, aside from the talent, the obvious talent and the obvious potential for success for you and for your artists, why are you interested in young people? What is your main goal aside from supporting them musically? Ja, natürlich, ich bin ja sehr jung, als ich nach Deutschland kam. Ich habe auch mit Musik versucht. Ich war 20 und habe ich mit Musik versucht und ja, war keiner, der mir helfen konnte. Da habe ich natürlich weiter in den Beruf gegangen. Aber da habe ich gesagt, die jungen Leute, die aus Afrika kommen, die werden auch natürlich eine Chance bekommen, wenn ich die Möglichkeit habe, die zu pushen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wegen Musik eigentlich habe ich meinen Job geschmissen. Ne, obwohl das war ein ganz schöner Job, ne, wo ich verdiene sehr gutes Geld und auch Prestigearbeit. Ne. Aber ich habe gesagt, für diese jungen Leute will ich meine Arbeit aufgeben. Das habe ich auch vor jetzt 2 Jahren jetzt getan jetzt und mache jetzt nur Musik. Okay, that's wonderful. So because I guess the word mentor is what's missing for people, for the young people of African descent. As we talked earlier in our pre-interview, you mentioned the word that there aren't many mentors for the young people, especially of African descent, and you wanted to be one of the forces to help support them. What else, I mean, whether you do it or not, what do you see that the young people need to become responsible adults in the world society? Clearly he has talent, but, you give him guidance and, what I would imagine, since you're an adult man and you know what it's like to be in the business, so that's why you take them under your wing. But what are the dangers out there, especially for people of African descent, our young people? What are the concerns? Ja, die Gefährlichkeit ist natürlich, wenn die dann so schnell in den Musikbereich oder das Entertainment reinkommen, ohne Unterstützung oder ohne jemanden, der dahinter steckt. Und dann natürlich, das gibt viel Geld, das gibt Frauen, Drogen, das Ganze kommt dann. Ne? Aber deswegen, alle Leute, die wir haben, wie gesagt, auf unserer Kader, wir sind hinter denen. Wir gucken, was die machen. Natürlich die machen die in Schule. Ne? Wir haben Kontakt zu den Eltern. Ne, wir wissen wir telefonieren immer inzwischen mit dem, zu wissen, wo die sind, deren Freundeskreis versuchen wir auch
obwohl natürlich wir können nicht so 100% in den Leben reinmischen, aber wir tun sehr viel, damit wir Kontakt aufnehmen. Wo bist du gerade, was machst du gerade? Und das ist, was wir tun. How does that feel for you, Tim? Okay, he knows your parents, or if you have two or one parent, he checks your school to make sure you're going to school. He makes sure you stay drug-free and that you don't have a whole lot of groupie girlfriends around you and getting babies all over the world. How what is your feeling about that? Das ist sehr gut, dass halt man von den Leuten halt Unterstützung bekommt und alles dran. Für manche wird das sein, dass manche werden sagen, es ist nervig, die haben keine Privatsphäre und alles dran. Aber für mich, ich finde, das ist okay, ist so gut. Weil von denen kriege ich auch was dafür. Das heißt, die haben mich aufgenommen, die lassen mich auftreten, aufnehmen, dies und das machen. Deswegen auch. A dream come true. So, okay, production. A lot of people don't know what producers do. Producers actually, Spur für Spur. Exactly. How do you produce a song? You start with the drum beat? Wie machst du das? Yeah, actually, I start with first of all, I start with the keyboard. You know, I try to get the melody of the song which he's singing, so that I can build the foundation to get the chords. You sound like a preacher. The foundation. I'm sorry. It's all good. Sorry, everybody. So after that, then I try to create the drums. You know, we have the drum kick, the hi-hats, and in the snare. You know, try to create a beautiful. Try to create a beautiful thing out of the song, and after that, then try to use some other things like a synthesizer. Ja, du fängst dann mit dem Keyboard an und dann den Schlagzeug und vielleicht Synthesizer. Es ist mir auch klar, dass du Entschuldige, also es ist sehr gut. Also man versucht immer jemanden in eine Schublade zu stecken. Pop ist natürlich commercial genug, ein bisschen Techno sozusagen. Genau. Wieso diese Genre? Also weil es gerade populär ist oder ist das dein Lieblingsgenre? Actually, it's just what was it called? It's just the way he sang the song. It was really good. So I just decided, okay, because we can also do the song on like R&B, the kind of R&B. But I said, no, it's not going to be that direction, but we need to do something like really danceable. Okay, so statt R&B, also Rhythm and Blues, hast du dich entschieden für ein bisschen Techno, Tanz. Exactly. You know, this is something, House. That direction. So we decided, okay, let's do it like this. Then we started everything. Because during production, you can reduce the tempo or increase the tempo. So the first thing we did, we reduced the tempo and see how it sounds like. But we said, okay, no, it's not going to go that way. You could make it faster, du kannst es schneller oder langsamer machen. Yeah. Wenn du dieses Lied rausbringst, solch ein Lied, gehst du dann in Clubs und guck mal, was die anderen anhören? Oder wieso gerade dieses House-Techno genre? Yeah, because it's been a long time I went to club. Yeah, okay. So I listen to music so often in YouTube, in other medium sites, so that I can get what exactly we really want on the song. So as you can see, like Usher, I really love Usher. So I love the other things he do about his song. So that is why there was a song Usher did, Love in this Club. So es war in diese Richtung something von like Usher. That. Yeah. Ja, okay. Okay, gut. Erstmal, ich lasse die Dame kurz rankommen, weil wir haben den ganzen noch ein bisschen Zeit. Ich sag deinen Namen richtig. Naslichan. Genau, ja. Ah, hey. Taşikör, das ist meine einzige. Türkischer Hintergrund, leben jetzt in Hamburg. Du hast eine tolle Geschichte hinter dir. Erstmal eine Gegenwart. Bist du auch ein Grund, wieso Tim und JC mehr und mehr bekannt werden? Du arbeitest ein bisschen mit Ken und Promotion. Was machst du genau? Also es ist halt so, zum Beispiel bevor ein Song rauskommt, wie zum Beispiel Down, wenn es jetzt noch nicht raus gewesen wäre, dann, wie er auch gesagt hat, wir telefonieren die immer untereinander. Dann ist es meist so, dass mir dann gesagt wird, der und der Song wird dann und dann rauskommen. Und ich mache es dann so, zum Beispiel, ich nehme mir halt Zeit, überlege mir circa 2 Wochen und sage dann, okay, jetzt fange ich halt an zu promoten. Jetzt teile ich das, wo halt alle Jugendlichen online sind, zum Beispiel Instagram, dann in YouTube und Facebook, zum Beispiel Twitter natürlich auch.
Und dann zum Beispiel auch in WhatsApp, privat natürlich, dann teile ich das und mache halt Werbung für die und sage, hey, dieser Song kommt dann und dann raus, guckt es euch unbedingt an. So eben. Okay, yeah, so you're the Instagram, Facebooking, Twittering, WhatsApping promoter for the young people. I find it wonderful that a lady like yourself is interested in that. You're still studying, you're in school? Ja, ich gehe zur Berufsfachschule, um dort dann halt meinen Realabschluss zu ergattern. Sehr schön. Sehr schön. How did you meet these guys? How did that happen? Das war eigentlich sehr spontan, weil ich habe halt davor wo gearbeitet und habe da auch gepromotet und dann habe ich halt gesagt, hey, das macht mir Spaß. Und dann habe ich halt Tim entdeckt, beziehungsweise durch Freundeskreis und dann bin ich halt dazu gekommen, dass er auch Musik macht. Und dann habe ich gesagt, hey, du musst auch einen Produzenten haben. Und dann hat er gesagt, so und so heißt er. Über Facebook habe ich dann ihn halt erreicht und habe gesagt, ich mache das total gerne, ob ich das bei ihm machen kann. Dann gab es halt wie er gecovert hat, habe ich dann so eine Probe promotet, sagen wir mal so. Und ihm hat es halt gefallen, weil es hat gut Klicks eingebracht. Und dann hat er gesagt, ja, du kannst das bei uns machen. Und dann Yeah, so you coincidentally met Tim and you heard what he yeah. can do and you said, hey, maybe you need a promoter, you need someone to support what you're doing. Is this a dream job for you? Do you see yourself as a promoter for artists, period? Is this something, you know, that you really, really enjoy, or is it just something now until you get out of school? Nein, auf jeden Fall, weil es etwas ist, was ich gerne teile. Es ist halt, zum Beispiel ist das ein Freund von mir und ich teile gerne seine Musik, weil ich möchte, dass er hochkommt, genauso wie zum Beispiel ihn und alle anderen. Okay. Tell me a little bit about yourself. You're from Turkey. You were born in Turkey, and until your 7th year of life, everything was okay. What happened after that? Es war 2001 und ziemlich kompliziert eigentlich, weil ich war so circa 7 und da war es halt 4 Uhr morgens und dann ist halt meine Mutter direkt aufgekracht. Wir haben halt zusammen gewohnt, ich, meine Mutter, mein Bruder. Und dann hieß es, wir wandern aus. Und so klein wie ich bin, ich habe ja nicht unbedingt viel mitbekommen. Ich wusste ja gar nicht, wo was ist. Und es gibt halt nur so Brocken, an die ich mich erinnern kann. Und ich glaube, den Rest unterdrücke ich halt, weil sowas ja nicht unbedingt einfach ist. Okay, so eigentlich, weil das ist schwer. Ich sehe, also das ist ganz normal, dass du emotional wärst. Also wenn du das nicht machen würdest, ist man unmenschlich. Eigentlich nur, dass ihr im Fernsehen Bescheid wisst, die ist eine, sagen wir mal, eine erfolgreiche Flüchtlinge gewesen aus der Türkei. 4 Uhr morgens aufgeweckt, schnell, wir müssen weg, über Schweden, über andere Länder, über mehrere Städte in Deutschland mit deinen Eltern und das musste schrecklich sein. Yeah. Meine Erinnerung, also yeah, I know we talked about it in the pre-interview, but right now I see it's really kind of difficult to talk about. Yeah. So das heißt, du hast Flüchtlingslager, you've experienced refugee camps. Do you do anything now with it, or do you stay away from the refugees? How do you see the situation now with the young people? Also damals, als wir hierher gekommen sind, da war das halt nicht aktuell. Das war alles halt, du konntest auswandern, wenn du natürlich erwischt wurdest, sage ich mal so, wurdest du festgenommen, musstest halt dann mit den Konsequenzen leben. Aber jetzt ist es halt, ich finde, jetzt ist einfach alles viel schlimmer. Jetzt ist es viel öffentlicher, jeder weiß Bescheid und dementsprechend werden die Leute auch dann halt behandelt. Ob es jetzt mit Schläge ist oder ob es mit anderem ist, ob sie dann wieder zurückgewiesen werden, so halt. Well, we're discovering new talent. Wir entdecken neue Talente, eine neue Talent in dir, finde ich hervorragend. Was ist also wir reden über Musik, dem du jetzt dieses Genre, was die machen, nachher werde ich auch ein R&B-Lied zeigen. Ja. Was ist dein Lieblingsgenre? Also würde ich sagen, okay, du bist noch jung, Gott sei Dank, ja, 20 Jahre jung und hast noch Zeit. Guckst du eher für was aktuell ist oder würdest du eher diese Männer zu sagen, hey, finde euer eigener, in Anführungsstrichen, Stil? Ja, sag's jetzt für mich. Und das ist, also manchmal machen wir nicht unbedingt, was wir gerne hätten, aber sag mir gerne, was du gerne hättest.
Also ich bin halt so, ich bin zwar 20 und sehr jung, aber ich höre halt ziemlich vieles. Also von R&B angefangen bis Oldschool, was ich sehr gerne höre. Dann zum Beispiel höre ich auch sehr gerne, ich kann jetzt nicht unbedingt gut singen, aber ich höre halt trotzdem sehr gerne Gospel und alles andere halt auch. Je nachdem, was mir halt gefällt und was sich halt gut anhört. Yeah, so you have a big spectrum of the type of Genau, music that you like. Does your mom listen to Turkish music at home? Ja, sie hört mit Türkisch. Because I love the voices of these I mean, you know, even of course in the Türkei when you watch movies or you visit and you hear these voices, I mean, it comes from the soul. Ja, aber das ist mehr so eintönig für mich. Oder vielleicht, weil ich auch damit aufgewachsen Yeah, bin. maybe. Aber meine Mutter ist halt wirklich nur auf diesem orientalischen, sagen wir mal. Und nur komplett eine Musikrichtung hören, das kann ich halt nicht. Und sie ist mehr auf But do you like the music? Ja, ich mag, wie gesagt, alle Musikrichtungen. Yeah, okay.